Herzlich willkommen zu unserem Video über eine faszinierende, aber oft übersehene Künstlerin der Barockzeit, Magdalena de Paz. Wusstet ihr, dass es für Frauen im 17. Jahrhundert äußerst selten war, als professionelle Künstlerin anerkannt zu werden? Magdalena de Paz, eine talentierte Kupferstecherin des Barocks, durchbrach diese Barrieren. Aber wie konnte sie als Frau so erfolgreich werden? Das liegt nicht zuletzt an ihrer herausragenden Ausbildung und dem künstlerischen Umfeld ihrer Familie. Lasst uns herausfinden, wie sie als deutsch-niederländische Kupferstecherin gelebt hat. Geboren wurde Magdalena 1600 in Köln, in eine Familie von Kupferstechern und Zeichnern. Ihr Vater, Crispin de Paz der Ältere, war ein renommierter Kupferstecher, der Magdalena schon früh in die Kunst einführte. Gemeinsam mit ihren Brüdern wurde sie von ihrem Vater künstlerisch ausgebildet, weshalb es oft sehr schwierig ist, die Werke der einzelnen Familienmitglieder zu unterscheiden. Der Werkanzahl der Familie de Paz beläuft sich auf über 1300 Einzelblätter. Die Familie musste 1612 aufgrund ihres Glaubens Köln verlassen und zog nach Utrecht, wo ihr Vater eine erfolgreiche Druckerei gründete. Im Alter von nur 14 Jahren unterschrieb Magdalena bereits ihre ersten Werke. Sie heiratete spät mit 34 Jahren den Künstler Frederik van Bevervoorden. Mit der Heirat legte sie die Arbeit als Kupferstecherin nieder. 2 Jahre später starb ihr Ehemann und sie kehrte zu ihrem Vater zurück. Dort lebte sie, bis sie bereits mit 38 Jahren, 1638, verstarb. Schauen wir uns nun ihren Malstil und Werke genauer an. Magdalena de Paz's Kunststil zeichnete sich durch feine Details und präzise Technik aus, typisch für die Kupferstiche des Barock. Ihre Arbeiten umfassten hauptsächlich Landschaften, mythologische bzw. biblische Szenen und Porträts, wobei sie oft in Zusammenarbeit mit ihrem berühmten Vater und ihren Brüdern arbeitete. Zu ihren bemerkenswertesten Werken gehört Das Opfer Abrahams, ein Kupferstich, der durch seine dramatische Darstellung und die fein ausgearbeiteten Details besticht. Ein weiteres eindrucksvolles Werk ist die Serie von 4 Landschaften mit Szenen aus der Geschichte des Elias. Diese Werke spiegeln ihre Fähigkeit wider, komplexe biblische Szenen mit großer emotionaler Tiefe darzustellen. Ein weiteres bedeutendes Werk, das sie oder ihr Bruder Willem geschaffen hat, ist das Porträt von Thomas Cavendish. Dieser Kupferstich zeigt den berühmten englischen Entdecker in einer feinen, detaillierten Darstellung, die seine Persönlichkeit und seinen Ruhm einfängt. Heute werden ihr etwa 60 bekannte Werke zugeordnet. Erst im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert wurden ihre Werke und die ihrer Familie wiederentdeckt, als das Interesse an niederländischer und flämischer Kunst neu erwachte. Wir hoffen, dass euch dieser Einblick in das Leben und Werk von Magdalena de Paz gefallen hat. Wenn ja, abonniert unseren Kanal für mehr spannende Kunstgeschichten und falls ihr weitere Informationen zu ihrem Leben und Werk habt, schreibt dies bitte in die Kommentare.